Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal wieder mit einer Folge von der OOP 2023 in München. Bei mir zu Gast Dominik Rost und Markus Trapp. Bei ihnen dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Zum einen in ihrem Softwareunternehmen, denn sie entwickeln Software, um Nachhaltigkeit zu unterstützen, aber auch intern, denn Walk the Talk. Auch ihr Softwareentwicklungsprozess wird immer wieder daraufhin untersucht, wie nachhaltig der ist, wo man mehr Nachhaltigkeit reinbringen kann und was für Auswirkungen das hat. Und über diese ganzen Themen habe ich mit ihnen gesprochen, welche Dimensionen es bei der Nachhaltigkeit gibt, was der Pink-Index ist, was eigentlich Green by IT bedeutet und welche sinnvollen Ziele man sich eigentlich stecken kann. Aber hört selbst, viel Spaß bei der Folge. Hallo Dominik, hallo Markus, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Ja, es ist ja der letzte Tag der OOP. Ihr habt es fast geschafft, ihr habt da einen Vortrag gehabt. Ich habe schon viele Episodenaufnahmen hier gehabt und das gleitet schon langsam hier so in das Ende. Soll das heißen, wir sind die Letzten? Ne, das Beste kommt zum Schluss. Ach so, okay. So. Genau. Nee, schön, dass ihr da seid. Ihr habt ein spannendes Thema und wichtiges Thema, glaube ich, auch was uns in der Zukunft immer mehr auch jetzt beschäftigen muss einfach. Das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung, da denkt man jetzt im ersten Moment nicht unbedingt daran. Ja doch, ist natürlich in der letzten Zeit in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion auch immer wichtiger geworden. Wir haben sogar schon den zweiten Vortrag bezüglich Nachhaltigkeit auf der OOP. Wir hatten in der Winter-OOP auch schon mal was zu dem Thema, weil hauptsächlich, wenn in der Softwareentwicklung über Nachhaltigkeit gesprochen wird, geht es meistens um Green IT. Ne? Also das heißt, wie können wir die Software so machen, dass sie weniger Platz verbraucht, Speicherplatz verbraucht, dass sie weniger Strom verbraucht, ne? Dass dann die Rechenzentren weniger Strom verbrauchen, dass weniger kommuniziert wird, was auch wieder so viel Strom braucht und so weiter. Und wir hatten in dem letzten Vortrag darüber gesprochen, das ist zwar schön und das soll man sich auch mit beschäftigen, aber Green by IT ist eigentlich ein riesiges Potenzial. Ne? Also das heißt, was können wir mit Software eigentlich bewirken, um die Nachhaltigkeit generell voranzubringen? Also klassisches Beispiel, so Fuhrparkplanung oder sowas. Ne? Ja. Wenn du damit ein Auto einsparen kannst und dann kannst du direkt was für die Umwelt machen und sogar noch was für deinen Geldbeutel. Ne? Also das sind sowieso die Sachen, wo man eigentlich darüber nicht diskutieren muss, ne? Wenn es so Win-Win ist. Ne? Und da aber da will ich jetzt gar nicht drüber reden, weil das war ja der Vortrag im Januar, aber das war ein riesiges Thema bei IT und das schätzen wir vor allem im Unternehmen auch viel größer ein, diese Chance, mit Software etwas für Nachhaltigkeit zu bewirken. Ja. Und das war auch der Grund, der uns ja dazu bewegt hat, jetzt selbst zu gründen, weil wir gesagt haben, können wir irgendwie die Power der Plattformökonomie nutzen, um für Nachhaltigkeit was zu machen. Und dabei haben wir eben dabei ist uns was aufgefallen, weil wir müssen Produkte im täglichen Handel, die müssen wir mit Nachhaltigkeit bewerten können. Und da ist uns eben aufgefallen, dass es in der Regel sehr direkt in die Tiefe geht mit CO2-Äquivalenten. Ne? Also da gucken wir uns genau die Herstellung an und dann bohren wir so richtig, richtig tief. Ja? Und wo kommt das Produkt, also quasi, was wird in der Herstellung an CO2-Äquivalenten produziert, die Verpackung, dann die Auslieferung natürlich, ne? Und dann gucken wir uns noch an, ja Moment mal, wir haben ja nicht nur Endproduktion, sondern wir haben ja auch noch Zulieferung, also was haben denn die Komponenten, wie werden die zu uns zugeliefert, die Rohstoffe, wie werden die zu uns zugeliefert, was macht denn mein restliches Unternehmen noch, was machen denn die anderen Unternehmen und so bohren wir immer weiter und machen die Nachkommastellen genauer, ne? So ein typisch deutscher Ansatz, ne? Das zu machen und da wollen wir gar nichts gegen sagen, ne? Das ist total gut, dass es in diese Richtung geht, aber so ein Produkt hat halt noch viel mehr, nämlich das wird nicht nur hergestellt, das muss auch noch mal irgendwo hin, ne? Also woher kommt's und wohin geht's? Das wird tatsächlich manchmal auch noch mit berücksichtigt, was an CO2-Äquivalenten entsteht, wenn man das abbaut. Also zurückgibt, recycelt oder vielleicht sogar biologisch abbaut, ne? Was auch immer. Und aber das wird in der Regel schon nicht mehr so richtig berücksichtigt. Und dann sind es wir haben Tiefenbohrung und nur in der Regel CO2-Äquivalente. Da gibt es auch noch andere Sachen, ne? Wasserfußabdruck und seltene Erden und andere Rohstoffe, die benutzt werden und so weiter und so weiter. Aber unser Hauptfokus jetzt auch für die Softwareentwicklung, wir haben gemerkt eben, okay, woher kommt's und wohin geht's? Das ist zwar interessant, aber dazwischen passiert ganz viel. Ne? Jetzt kannst du dich fragen, wenn du so ein Produkt hast, egal wie es hergestellt ist, brauchst du das eigentlich? Ne? Ist es wirklich notwendig? Ne? Also ist das ein Komfortgut? Ist es vielleicht sogar ein Luxusgut oder ist es was du wirklich brauchst? Dann kannst du dich fragen, okay,
auch wenn es vielleicht ein Komfortgut jetzt irgendwie ist, ne, wie oft benutze ich es denn eigentlich? Was ist denn die Nutzungshäufigkeit von dem? Ne? Das, was ich wirklich jeden Tag benutze, ist es, was ich ganz selten mal benutze oder irgendwas so dazwischen. Ja? Dann kannst du dich fragen, was ist die Langlebigkeit eigentlich von dem Produkt? Ne? Ist es so ein Wegwerfprodukt, ne? Also Einmalprodukt oder ganz wenige Male? Was gerade ja hier auf Konferenzen, was man immer mal wieder mal sieht, ne? Dann hat man irgendwie dann Becher und so. Hier hat man gesehen, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung, ja, aber da gibt es noch einiges, was man auch hier verbessern kann, aber im Großen und Ganzen ist es schon gut gemacht. Dann gibt es sowas, natürlich nicht nur Energie in der Herstellung, sondern auch wenn du das jetzt hast. Ne? Also egal wie grün deine Klimaanlage hergestellt wird, sie braucht halt in der Benutzung ganz schön viel Strom. Und dann haben wir noch einen sehr esoterischen Wert, das ist der letzte, den wir noch gefunden haben. Wir nennen den Engagementstärkung. Und das ist, wenn du ein Produkt hast, wie hilft dir das Produkt selbst, dich leichter, nachhaltiger zu verhalten? Also wenn du beispielsweise einen einen wassersparenden Duschkopf dir kaufst, ja, dann kannst du sagen, selbst wenn der vielleicht nicht ganz so grün hergestellt ist, mit jeder Benutzung, ja, sparst du Wasser und verhältst dich damit nachhaltiger. Ja? Und das sollte man den Produkten auch quasi nochmal insbesondere in ihrer Nachhaltigkeitsbewertung zugute halten, dass die eben solche Produkte sind. Und dass ich nicht die ganze Zeit rede, wollte ich jetzt eben sagen, das ist so ein Index, wir nennen den Pink-Index, ja? Passend zu Full Flamingo, ne? Unserem Unternehmen, heißt pragmatisch präzise Informationen zu nachhaltigem Konsum, Pink. Und der geht eben über den ganzen, der guckt den ganzen Lebenszyklus an, aber mit einer, sag ich mal, pragmatischen Genauigkeit. Ne? Also wir können nicht auf der 8. Nachkommastelle in alle diese 7 Dimensionen gehen, aber wir können dafür alle Dimensionen uns anschauen. Das finden wir wichtiger, alle Dimensionen anzuschauen, also für uns, für unseren Fall wichtiger, als jetzt hier in die Tiefe zu bohren. Das soll man ruhig weiterhin machen, das ist wichtig, das brauchen wir, ja. Aber nur da drauf, da vergisst man viel zu viele andere Dinge. Und als wir uns damit beschäftigt haben, weil die Produkte, die wir in der Regel bewerten, sind halt keine Software, ist uns aber aufgefallen, was heißt denn das eigentlich, wenn wir diese Dimensionen jetzt auf Software anwenden? Und darum ging es jetzt in unserem Talk hier eigentlich, hol dein Cape, wir retten den Planeten. Ja? Lass uns mal kurz noch bei euren Bewertungen bleiben. Das heißt also, ihr schafft es, ihr bemesst quasi diese verschiedenen Dimensionen auf ein Produkt, kann man Duschbad oder irgendwas nehmen. Ja, genau. Ne? Und ihr habt quasi da gebe ich das ein in das Tool oder wie funktioniert das? Wie kriege ich diese Information? Ja, wir wollen es, also unser Ansatz ist, wir möchten es uns allen leichter machen, nachhaltiger zu leben. Und jetzt kannst du natürlich sagen, was hat denn das jetzt irgendwie mit einer Softwarefirma zu tun? Ja, also wir sehen es halt so, viele Menschen wissen, dass wir uns nachhaltiger verhalten müssen. Aber die Hürden sind oftmals relativ groß. Das haben aber nicht nur wir erkannt, sondern das haben ganz, ganz viele Organisationen da draußen erkannt. Vor allem viele nichtstaatliche Aktionsträger, wie wir die nennen. Und die machen ganz tolle Dinge, ne? Wie zum Beispiel Urban Gardening, Urban Farming, ne? Wo sogar in der Stadt auf Dächern meist Obst und Gemüse angebaut wird. Oder es gibt immer mehr Repair-Cafés, ne? Ja. Wo du mit deinen Elektrogeräten sie nicht direkt verschrottest, sondern sie dorthin bringst und selbst mit denen zusammen wieder reparierst. Oder sowas wie Foodsharing-Aktivitäten, wo man eben schaut, dass Überproduktionen oder Waren, die halt nicht mehr verkauft werden können, trotzdem noch genutzt werden. Von denen gibt es Hunderte, Tausende in Deutschland, sind oft sehr regional. Das heißt, man kennt sie in der Regel nicht so wirklich. Wir haben keine große Sichtbarkeit, sind auch nicht gemeinschaftlich organisiert. Was die aber alle brauchen, ist Geld. Und wir haben überlegt, können wir eine Möglichkeit finden, wie wir möglichst viel Geld in diese Maßnahmen stecken, weil die uns ja alle helfen, uns leichter, nachhaltiger zu verhalten. Und haben gesagt, okay, was ist denn da der Hebel, den wir finden können? Unser täglicher Konsum. Das ist der größtmögliche Hebel, den wir identifiziert haben. Ja. Das heißt, wir haben keinen eigenen Online-Shop, wir haben auch keinen eigenen Berechner für die Öffentlichkeit da draußen, sondern wir hängen uns in existierende Shops rein, die da draußen sind. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts noch nicht live, aber wir hoffen in wenigen Wochen live zu sein. Und da kriegst du im Warenkorb, unten, gibt es ja oftmals auch so, wo du willst du noch eine Versicherung für dein Elektrogerät und so weiter. Da gibt es so Bereiche, wo man sich reinhängen kann. Und da kriegst du von uns jetzt die Nachhaltigkeitsbewertung von genau deinem Einkauf angezeigt. Ah, okay. Ja? Eben in diesem Pink-Index, also in diesen 7 Dimensionen mit einem Ampelsystem für die jeweiligen Dimensionen, kriegst du direkt einen Eindruck, wie ist denn die Bewertung bezüglich Nachhaltigkeit von diesem Einkauf gerade.
Und es korreliert eben mit einem Preis, wo wir sagen, okay, das ist in der Regel, so Pi mal Daumen, zwischen 4-6%, je nachdem, wie gut oder wie schlecht dein Einkauf bezüglich Nachhaltigkeit gerade ist. Und dann bieten wir dir die Möglichkeit zu sagen, okay, diesen Betrag, den könntest du jetzt an einen Aktionsträger spenden, der quasi dir hilft, leichter, nachhaltiger zu leben, dir und Menschen in deiner Umgebung und somit irgendwie uns allen. Ja. Und was uns da eben wichtig ist, dass wir das so regional wie möglich machen können. Ne? Also du kannst, wenn du jetzt, wo kommst du her? Ich wohne in Essen. In Essen, wunderbar, ja wunderbar. Aber da kannst du jetzt halt sagen, hier in Essen gibt's gerade eine Urban Gardening Aktivität und dann kannst du sagen, da möchte ich gerne, dass mein Geld eben hingeht. Ja? Und dieser regionale Bezug ist uns sehr wichtig. Der wird zum Start bestimmt nicht super regional sein, weil wir müssen auch dieses Netzwerk erstmal aufbauen. Aber das ist unser Ziel, so regional wie es geht. Und du kannst dir das dann halt eben raussuchen, wo das hingehen kann. Alles Opt-in, also da wird niemand zu gezwungen, es gibt kein Abo, irgendwas, sondern es wird in dem Shop, in den du sowieso gehst, wird dir das jetzt angezeigt, du kannst es machen, was du hoffentlich machst, oder eben auch nicht. Ja. Oder vor Schreck alles aus dem Warenkorb nehmen, was nicht nachhaltig ist. Ja, das wird halt nicht passieren, ne? Ja. Weil wir kaufen alle gerne ein. Natürlich, und deswegen haben wir das auch als den größtmöglichen Hebel halt gesehen. Ja. Aber um auf deine eigentliche Frage jetzt zurückzukommen, damit wir das eben machen können, brauchen wir einen riesigen Katalog eben von diesen Bewertungen dieser Produkte. Ja? Und den haben wir halt aufgebaut. Super. Das finde ich total spannend. Da wollte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen, damit wir das einfach verstehen, weil das ist, finde ich, ein tolles Projekt, das uns da einfach Bewusstsein schafft und Möglichkeit schafft, eben gerade für solche Aktivitäten auch nochmal Geld zu bekommen. Und jetzt schaffen wir mal den Shift zur Software hin. Weil das ist jetzt natürlich das ist jetzt mein Part. Das ist jetzt dein Part, jetzt kommt dein Einsatz. Bei Markus steht auf der Visitenkarte der fürs Reden. Ja, das hat er jetzt schon gut unter Beweis gestellt. Ja, ich bin zuständig für die Technik. Ja, jetzt kann ich auch mal. Genau, also Nachhaltigkeit in der Software. Was habt ihr denn da für Gedanken dann gehabt? Genau, also Markus hat es ja schon so ein bisschen erzählt. Wir haben unseren Pink-Index und wir sind jetzt ja nun mal eine Firma aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Und wir bauen ja auch eine eigene Plattform. Das heißt, wir müssen uns selbst damit auseinandersetzen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit. Ne? Und wir müssen das eigentlich als Grundphilosophie in die Firma reinbringen. Und deswegen ist halt so die Idee, dass wir sagen, wir gucken uns einfach an, was wir selbst auch im Bereich Nachhaltigkeit machen können. Ne? In der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung, ne? Weil wir sind ja auch ein Tech-Unternehmen, zwar für Nachhaltigkeit, aber eben im Herzen auch ein Tech-Unternehmen. Und das bedeutet einfach, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ne? Also ich finde, im Bereich Nachhaltigkeit, ne, wenn man eine Firma im Bereich Nachhaltigkeit ist, gelten auch irgendwie andere Standards. Ne? Und sonst hat man irgendwie gleich so die Gefahr des Shitstorms über sich. Ja? Das heißt, man muss sich schon irgendwie kümmern. Und das wollen wir auch. Ne, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, deswegen machen wir das auch. Und deswegen wollen wir diesen Standard auch an uns anlegen. Und deswegen haben wir uns gefragt, was können wir im Bereich Nachhaltigkeit machen? Ja? Also wir sind Software-Engineers, wir sind keine Nachhaltigkeitsexperten. Aber deswegen haben wir halt hier auch angefangen, uns mehr damit zu beschäftigen, was wir halt selbst noch machen können. Und dann war einfach die Idee, also wir haben ganz viele Sachen gesammelt. Ne? Also, und Markus hat es jetzt vorhin gesagt, diese zwei Bereiche Green by IT und Green IT. Ja? Wir haben schon mal einen Talk gemacht zu Green by IT. Jetzt sind wir eher bei Green by IT. Jetzt sind wir bei Green IT. Ja? Also wie können wir die verstärkt zumindest, mit Fokus, ja. Mit Fokus, genau. Wie können wir also die Softwareentwicklung nachhaltiger gestalten? Und da haben wir einfach uns damit beschäftigt, viele Dinge gesammelt, die man auch einfach mal so machen kann, ja, wo man mit relativ wenig Aufwand auch schon einiges an Mehrwert bekommt. Einfach damit wir es auch selbst machen können, damit wir selbst unseren Blick darauf richten können. Und das haben wir jetzt einfach hier einfach mal in den Talk gepackt. Wir kommen schon seit Jahren gerne auf die OOP, ja, weil wir hier die Vorträge gut finden, weil wir selbst auch gerne was beisteuern und haben das in den Talk gepackt und deswegen sind wir hier, darüber haben wir erzählt, also wie man einfacher Nachhaltigkeit in die Softwareentwicklung bringen kann, weil es uns eben auch selbst interessiert. Und das haben wir aber eben aufgehängt dann wiederum an dem Pink-Index. Ne? Ja. Also schön, ja. Gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Strukturen, wie man da jetzt durchgehen kann, aber wir haben es jetzt einfach mal probiert. Ne? Wenn das für Produkte im Allgemeinen funktioniert, kann es ja vielleicht auch für Produkte, also für Softwareprodukte, virtuelle Produkte halt auch funktionieren. Ja, du bist ja ein Meister des Spannungsbogens auch. Ne? Es scharren jetzt tausende Zuhörer und Zuhörerinnen drauf zu hören. Ja, was denn nun?
Was habt ihr denn jetzt da gemacht? Muss ja auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ja? Also, Genau. Genau, da können wir so ein bisschen vielleicht mal durchgehen. Markus, willst du anfangen mit der Herstellungsgüte, dann ein paar Sachen noch zu sagen? Achso, ja, das können wir machen, ja. Wie gesagt, Herstellung ist ja in der Software, haben wir jetzt mal gesagt, alles, was so zur Development Time tatsächlich passiert. Ne? Denn bei Software ist uns schon aufgefallen, ist natürlich der Energieverbrauch ist eine große Sache und wenn der Energieverbrauch in der Laufzeit später dann ist, was ich ja gesagt habe, ne, zum Beispiel bei der Klimaanlage dann der Fall ist, natürlich hat er auch irgendwie was mit der Herstellungszeit zu tun. Also es ist ein bisschen schwierig zwischen diesen beiden Bereichen da zu unterscheiden, aber da kann man eben die unterschiedlichsten Dinge auch dort machen. Ne? Also erstmal so klassische Dinge, die für jede Firma irgendwo gelten. Ne? Also habe ich eigentlich einen echten Ökostromanbieter. Ne? Man denkt immer, ja, ich brauche gar nichts mehr für Nachhaltigkeit zu machen, weil wir haben ja schon Ökostrom, ja, wir sind ja schon nachhaltig. Ja? Auch da steht schnell Ökostrom drauf, aber es gibt in Deutschland nur ca. 10 Hersteller, die wirklich echten Ökostrom haben. Kann man zum Beispiel schon mal gucken. Dann die ganzen Klassiker, welche Sachen laufen denn bei mir eigentlich die ganze Zeit? Ne? Wenn man in die leeren Bürogebäude reinkommt, da brennt überall Licht. Ja? Das sind jetzt alles so Dinge, die haben nicht so direkt was mit Softwareentwicklung zu tun, aber das gilt natürlich für softwareentwickelnde Unternehmen ganz genauso, sich auch in dieser Richtung damit zu beschäftigen. Ja? Und wenn man dann ein bisschen näher geht, ein bisschen näher sich Richtung Technik bewegt, dann sind es zum Beispiel solche Dinge wie welche Testsysteme habe ich denn eigentlich? Ne? Wie oft laufen die denn? Ja? Und brauche ich wirklich bei jedem einzelnen Commit, ne? Muss ich da jetzt wirklich die ganze Testinfrastruktur durchlaufen lassen? Natürlich ist es aus einer anderen Perspektive durchaus sinnvoll. Ja. Das haben wir auch im Talk immer wieder betont. Wir haben es uns natürlich ein bisschen einfach gemacht in dem Talk und haben einfach nur die Nachhaltigkeitsbrille aufgesetzt. In der echten Welt muss man das natürlich abwägen, auch gegen andere. Nur wir möchten die Fahne dafür hissen, dass Nachhaltigkeit eben auch eine Dimension wird, die bitte mitdiskutiert wird. Ja? Und wo man versucht, vielleicht auch in diese Richtung zu entscheiden. Ja? Und wie gesagt, da kann man bei der Herstellung da schon einiges machen. Wir können jetzt hier nicht den ganzen Talk, aber die Folien gibt's wie immer, ne, für die OOP-Teilnehmer. Die können die sich auf jeden Fall dort runterladen. Das ist kein großes Geheimnis, wird sicherlich auch auf Slideshare gestellt werden. Also ich pack's später auf jeden Fall auch noch auf Speaker Deck. Dann kann man es auf jeden Fall verlinken. Auch anschauen. Also Herstellungsgüte ist da eins, ne? Also Blick auf Entwicklungszeit, Dev Environment, alles was es da so gibt. Ne? Also Markus hat es ja gerade gesagt, muss man da eigentlich bei jedem Commit, ja, wenn ich irgendwas an der README geändert habe, irgendeinen Typo, müssen da eigentlich alle Tests durchlaufen. So. Also sich darüber Gedanken zu machen. In der Cloud hören wir immer wieder, da ist so einfach irgendwie Environments hochzufeuern, ja, und dann laufen die da irgendwie, ja, und dann kosten die nicht nur Geld, sondern halt auch irgendwie Energie, weil dann auch einfach die Knoten quasi am Laufen gehalten werden und Energie fressen. Da hast du mich gerade noch auf einen guten Punkt gebracht, den ich gerne noch in der Herstellungsgüte nochmal sagen wollte, weil wir reden jetzt im Moment alle so gerne so viel über IT, ne? Über KI, Entschuldigung, AI, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Und das ist auch so ein Ding, das müssen jetzt ja irgendwie alle machen, ne? Und jetzt fangen aber alle an, auf einmal ihre Modelle selbst zu trainieren. Ja? Und das braucht unglaublich viel Strom. Ja? Also KI braucht in der Anwendung schon viel Strom, aber die Berechnung der Modelle, die es trainieren, das braucht unfassbar viel Strom. Ja? Also das muss man sich wirklich überlegen, ob man das selbst machen will und ob man das zum Beispiel auch auf einem eigenen GPU-Cluster machen muss, unbedingt, weil das hat natürlich auch jeder jetzt irgendwie gerne. Ne? Das sind schon so Entscheidungen, da hast du mich mit deinen laufenden Diensten nochmal drauf Aber ich habe irgendwie noch ein Budget für dieses Jahr und dann schaffen wir immer ein paar Rechner an, wo wir nicht so wirklich wissen, ob wir die eigentlich brauchen. Ne? Sowas ist halt relevant, darüber kann man sich Gedanken machen, aber auch in der Ausführungszeit kann man sich darüber Gedanken machen, was man eigentlich braucht. Ne? Und da gibt's, also das wird jetzt sehr umfangreich, also die Dimensionierung der Ausführungsumgebung ist da auf jeden Fall ein Thema. Ne? Also die Cloud-Anbieter machen es mir natürlich sehr einfach, hier nochmal die nächstgrößere CPU zu nehmen oder nochmal ein bisschen mehr Speicher drauf zu packen und so weiter. Da muss man sich fragen, ob das wirklich notwendig ist. Ne? Also aus Nachhaltigkeitsperspektive ist es halt geschickter, eher konservativ zu dimensionieren und dann, wenn man sieht, okay, da habe ich irgendwie Performance-Probleme oder sowas, dann erst drauf zu packen. Diese Möglichkeit habe ich ja auch. Das gefällt uns als Software-Ingenieure nicht immer so gerne, ne? Weil wir ja lieber ein bisschen Puffer und dann läuft es auch so schön fluffig und sowas. Ja? Das machen wir irgendwie lieber. Aus Nachhaltigkeitssicht ist das andere irgendwie besser. Das vor allem deswegen so, weil Rechner halt, auch wenn sie gar nichts machen, schon substanziell Energie verbrauchen. Ne?
Und deswegen ist man halt besser bedient, wenn man die Maschinen eher auslastet, als wenn man da jetzt irgendwie 4, 5, 6, 7, 8 Nodes irgendwie im Cluster einfach so rumeideln lässt. Wegen der hohen Grundlast. Ne? Wegen der hohen Grundlast. Also über solche Dinge haben wir geredet. Wir haben, der Klassiker natürlich, ne? Wie oft wird das eigentlich benutzt? Ne? Ja, genau. Also wie oft wird das eigentlich benutzt? Also Featurebedarf überdenken war so ein Thema. Ne? Also braucht man dieses Feature eigentlich wirklich? Da gibt es einige Studien dazu, dass viele Dinge, die eigentlich in die Software eingebaut werden, kaum oder nie verwendet werden. Ne? Also gibt es immer wieder eine Studie dazu. Und dann denkt man so, ja, jetzt hat man es aber gebaut, dann lässt man es irgendwie auch drin und irgendwie vielleicht auch nachvollziehbar, aber aus einer Nachhaltigkeitsperspektive nicht unbedingt, ja, weil diese ganzen Features halt CPU brauchen, Rechenleistung brauchen, man muss die Daten erfassen, man muss die transportieren, man muss die speichern. Alles das braucht Energie. Und deswegen ist es aus der Nachhaltigkeitsperspektive nicht so super. Das gilt genauso für Technologien. Ne? Also nochmal irgendwie, dann muss ich unbedingt einen Redis noch daneben stellen. Vielleicht geht es auch irgendwie mit was ich vielleicht schon im Einsatz habe. Mit Daten ist es genauso. Ne? Also muss ich diese Daten so Data Lake-mäßig, muss ich so viele Daten erheben, wie es nur geht und alle irgendwie reinpacken, weil später könnte ich ja noch mal irgendwas finden. Irgendeine tolle Korrelation, die ich dann noch mal in Dashboard packen kann. Ist aus Nachhaltigkeitsperspektive auch nicht so super. Andere Dinge, über die wir gesprochen haben, was einem relativ leicht einen Mehrwert bringt. Also macht euch Gedanken über Caching, ja, also HTTP-Caching ist relativ einfach gemacht. Bilderkompression. Bilderkompression, Responsive Images ist ein großes Thema. Ja. Also wir haben da im Vortrag immer nur an der Oberfläche gekratzt, aber man kann wirklich mit relativ wenig Aufwand da die Datenmenge, die man auch transportiert. Ne? Also das ist ja auch das Problem, dass nicht nur eine dumme Leitung hier zwischen Server und Client sind, sondern dass da ganz viele Geräte auf der Leitung sind, DNS-Server, Router, Firewalls und so weiter und so fort. Ja? Die müssen alle betrieben werden, die müssen alle die Daten verarbeiten. Je weniger man da über die Leitung schickt, umso besser. Da hatte ich auch, muss ich kurz einhaken, letztens gerade erst auch mit jemandem diskutiert darüber, für viele Geschäftswebseiten oder sowas, die brauchen ja meistens gar kein Content-Management-System mit bla, Datenbank und ganzen Zeit. Da reicht eigentlich eine statische klassische HTML-Seite. Ja, genau. Und das spart natürlich unfassbar viel Ressourcen. Ja. Ne? Und deswegen, also gerade so... Wir hatten mal einen Fall, wir waren ja früher lange bei Fraunhofer und da hatten wir einen Fall, ich nenne den jetzt nicht, wer das war, aber wir hatten mal einen Fall, da haben wir wirklich ganz lange in der Anforderungsphase rumgemacht, warum die denn unbedingt ein Content-Management-System brauchen. Und am Schluss hat sich rausgefunden, weil jede Filiale unterschiedliche Öffnungszeiten hat. Das war der Grund. Ja, schön. Ja. Genau, aber guter Punkt. Ja, und deswegen statische Webseiten sind gerade wieder gewinnen an Popularität, weil man sich wieder zurückbesinnt auf was eigentlich alles so geht. Ne? Also ich meine, Webstandards entwickeln sich auch weiter. Es ist mittlerweile sehr, sehr mächtig, was man alles damit machen kann. Ja? Und dann braucht es halt vielleicht dieses ganze JavaScript auch einfach nicht, sondern ich kann halt mit klassischen Mitteln, HTML, CSS, eine statische Seite ausliefern. Die ist sehr einfach gehalten. Man kann trotzdem ein tolles Nutzererlebnis damit produzieren und es ist sauschnell. Und sicher. Und sicher. Ja. Also es passiert, genau. Kann nicht passieren, genau, ja. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich noch die Dimension. Wir machen das gerade noch zu Ende, oder? Ja, klar. Die Dimensionen durch. Wir haben natürlich noch die Dimension, die schon angesprochen wurde, mit diesem bisschen Esoterisches, ne? Also so diese Engagementstärkung. Und da fällt natürlich der Teil rein, über den wir in dem Talk bei der OOP im Februar gesprochen hatten, mit diesem Green by IT. Ne? Also vorhin haben wir schon drüber gesprochen, wenn es ein Win-Win gibt, also das heißt, wenn du Geld einsparen kannst und gleichzeitig was für die Umwelt tun kannst, indem du zum Beispiel Leerfahrten in deiner Logistik vermeidest, ja, dann ist allen geholfen. Aber es gibt auch immer mehr Firmen, die Green Features einbauen,
ohne dass sie einen direkten monetären Vorteil davon haben. Ne? Was vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennen ist, man kann jetzt, wenn man mit Google Maps seit etlichen Monaten schon navigiert, dann zeigt er dir fürs Auto auch immer noch eine eco-friendly Route an. Ja? Da ist so ein kleines Blatt dran. Oftmals ist das schon die Strecke, die auch ausgewählt hat, aber wenn nicht, dann zieht man eine Alternative und dann zeigt dir Google unten drunter an, das hier ist die eco-friendly Route und hier brauchst du vielleicht 9 Minuten länger, aber kannst bis zu 11% Kraftstoff, also Benzin einsparen. Ja? Und dann kannst du als Nutzer entscheiden, ob du sagst, okay, ich zahle jetzt mit diesen 9 Minuten, zahle ich aber vielleicht für 11% weniger Spritverbrauch und am Schluss ist uns allen geholfen, indem du sowas halt machst. Ne? Genau. Und so kommen immer mehr Firmen, die grüne Features in ihre Software mit einbauen. Und es gibt natürlich Firmen, wie uns auch, die sich nur der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Ne? Sowas wie Too Good To Go, die sich eben darum kümmern, dass in Läden, Lebensmittelläden und Restaurants, wenn noch was liegen bleibt, dass es auf jeden Fall noch versorgt wird. Ja? Oder in der Sharing-Economy gibt es immer mehr. Das ist nicht nur Carsharing, sondern mittlerweile kann man alles auswählen, weil das ist ja auch in der Dimension Nutzungshäufigkeit. Unser Lieblingsbeispiel ist ja immer der Gartenvertikutierer. Ja? Den braucht man wie oft im Jahr? Jeder hat einmal oder zweimal. Genau, gerne braucht man zweimal, aber jeder hat einen. Ja. Das ist ein typisches Produkt, was man eigentlich ausleihen könnte. Das ist eben ein wichtiger Punkt, der da auch reinspielt. Sharing Economy oder natürlich auch diese ganze Geschichte mit Circular Economy, also das heißt, Dinge der zweiten oder dritten Nutzung zuzuführen, nämlich Vinted oder sowas, ne? Die eben ganz groß im Second Hand sind. Und wenn man da eben, wenn die Größe stimmt, ne, wenn das Angebot stimmt, dann nehmen das eben mehr Leute auch an. Ja? Und also das ist diese Dimension. Und die letzte hatten wir noch gesagt, ne, wo geht's denn hin, ne, wenn es mal abgebaut wird. Ne? Das ist auch ein Punkt, der uns sehr wichtig ist. Gerade in den Firmen kennt man so dieses typische, ne? Ich habe gerade wieder einen neuen Laptop gekriegt. Ja? Den hat man nicht unbedingt gewollt. Ne? Da hat irgendjemand entschieden, man braucht jetzt einen neuen. Ja? Und dann häufen sich so in der IT der Firma, da Stapel von Notebooks an, die vielleicht nicht mehr den Anforderungen genügen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so im normalen Business-Alltag durchaus noch den Anforderungen genügen würden. Da gibt es andere Gründe, warum es jetzt gerade neue gibt. Und mit denen kann man natürlich was Sinnvolles machen. Ein wichtiger Punkt ist, auf keinen Fall sie irgendwie vergammeln zu lassen und ganz normal zu entsorgen. Also mal mindestens in vernünftiges Recycling geben, ne? Dass man damit was macht. Aber wir sind eher der Freund davon, das eben anderen Zwecken zuzuführen. Das kann man an Schulen spenden, an andere Vereinigungen, die damit sinnvoll noch was anfangen können. Oder man kann es auch in den globalen Süden geben. Da gibt es Unternehmen, die sich dem verschrieben haben, die das CO2-neutral dahin bringen, reparieren, vernünftig aufsetzen, dass das eben dort in die... Labdo.org. Zum Beispiel, die sind eine so. Da kannst du auch, wenn du keinen Laptop spenden willst, kannst du zum Beispiel sagen, ich fliege sowieso jetzt gerade dorthin und dann kannst du eins mitnehmen. Ja? Also nicht so wie am Flughafen, ich habe hier ein Paket für dich, ne? Kannst du das mal mitnehmen, sondern die machen das schon richtig. Ja? Aber diese zweite Nutzung eben da wieder hin und nicht einfach das Ding quasi vergammeln lassen. Ja? Seid ihr denn mit eurer Softwareentwicklung, habt diesen Pink-Index ja auf eure Softwareentwicklung angewandt im eigenen Unternehmen? Seid ihr damit zufrieden? Oder habt ihr da so einen Punkt, wo ihr sagt, da müssen wir selber noch besser werden? Ja. Also wir haben jetzt den Pink-Index noch nicht in dem Sinne komplett auf unsere Softwareentwicklung angewendet. Es war jetzt für uns eher mal ein Hinweis, strukturiert über unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit nachzudenken. Uns selbst haben wir noch nicht bewertet. Wir sind ja, wie gesagt, noch ziemlich am Anfang. Wir versuchen trotzdem früh schon jetzt einige Dinge mitzudenken. Markus, wie viele Bilder haben wir auf der Seite und wie groß sind die? Genau, das ist eine schöne Sache. Wir haben 92 Bilder derzeit auf unserer Homepage, ja, also fullflamingo.cc, ja, also für die Kokosinseln. Und das sind 92 Bilder drauf und wir haben 2,72 Megabyte dafür nur gebraucht. Und das sind nicht Mini-Bilder, ne? Ja. Die sind sehr schön groß. Ja. Also da würde trotzdem wahrscheinlich noch was gehen, ne? Aber die Idee war jetzt einfach schon früh Dinge mitzudenken. Und bei uns ist es so wie ja bei vielen anderen Unternehmen auch, ne? Also das Wichtige ist jetzt erstmal an Nachhaltigkeit zu denken. Wenn man Dinge macht, diesen Aspekt bei der Entwicklung jetzt einfach mal mitdenken. Das
gibt es auch Trade-offs natürlich. Ne? Also das ist ein Ziel wie viele andere Dinge auch. Und die Idee ist, dass man das halt als weitere Qualitätseigenschaft der Software mitdenkt und dann in eine sinnvolle Abwägung bringt zu den anderen Qualitätseigenschaften, die man so für ein System hat. Das ist eigentlich unser Ziel, dass wir das einfach explizit machen und hier mitdenken. Trotzdem ist es so, dass man nicht alles sofort machen kann, ne? Sondern das ist natürlich auch was man über die Zeit, wo man unterschiedliche Maßnahmen ergreifen kann, besser werden kann mit der Zeit. Und da sind wir ganz ehrlich auch nicht am Ende, ne? Sondern für uns als Startup, wir versuchen jetzt erstmal quasi auf die Füße zu kommen. Ja? Aber das ist was uns halt weiter begleiten wird auf jeden Fall und was wir halt den anderen Unternehmen auch mitgeben wollen. Aber das ist auch unser Credo von der ganzen Firma und auch der Pink-Index kam jetzt nicht von der Softwarebewertung, sondern von der klassischen Produktbewertung. Und was uns eben wichtig ist, wir sind niemand, der jetzt durch die Gegend rennt und sagt, wir müssen alle selbsternährende Veganer werden. Ne? Ich habe überhaupt nichts gegen selbsternährende Veganer, ja, aber man sollte kein so Zielbild aufbauen, das ein bisschen unerreichbar aussieht. Und da sind wir Deutschen ja sehr gut. Ne? Wenn du jetzt kommst und sagst, ich bin jetzt Vegetarier geworden, ne? Dann sagt direkt einer, ja, aber du fliegst noch in Urlaub. Ne? Ja. Und wenn jemand anders kommt und sagt, ich fliege nicht mehr in Urlaub, ne? Dann sagt er, ja, aber du isst noch Fleisch. Ne? Und das ist kein Zielbild, was sinnvoll ist. Ne? Jede und jeder, wenn einen kleinen Beitrag irgendwo liegt, dann ist uns am Schluss allen geholfen. Ja? Und das ist auch, was Dominik eben gesagt hat. Wenn du in der Softwareentwicklung ein bisschen was machst, so viel wie du da jetzt irgendwie mal gut machen kannst, ist uns schon allen geholfen. Und mit der Zeit kann man immer gucken, wie man da mehr machen kann und wie man besser werden kann. Aber die Masse macht es am Schluss letztlich aus. Und wenn wir ein Zielbild aufbauen, das unerreichbar scheint, dann wird niemand noch nicht mal den ersten Schritt in diese Richtung machen. Ja? Und das wollen wir gerne vermeiden. Was dazu kommt, sorry, wenn ich da gerade noch mal einen Punkt zu machen kann, ist eben auch so, dass wenn man sich diese ganzen unterschiedlichen Maßnahmen anschaut, ne, die man so machen kann, wird es auch häufig schwierig. Ne? Also da werden so beispielsweise über Maßnahmen sind wir gestolpert, wo so die Idee ist zu sagen, wir verlagern Workloads irgendwo hin in eine andere Region der Welt, wo grüner Strom produziert wird. Ne? An sich erstmal eine gute Idee, aber da braucht es halt also zunächst mal braucht sehr viel Aufwand, Hirnschmalz, auch irgendwie Arbeit, um das zu realisieren. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass ich dann auf einmal meine ganzen Daten, eine ganze Logik da irgendwie einmal über die Welt karre, ja, über die Leitung. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ob das eigentlich sinnvoll ist. Ne? Also bei vielen dieser es gibt einige Maßnahmen, die sind super einfach und die kann man einfach machen und da hat man was davon, alles easy. Ja? Aber es gibt halt durchaus auch einige Maßnahmen, wo es halt sehr auf den Kontext ankommt, ja, wo man sagen muss, okay, vielleicht ist es gar nicht so klar, ob das im Endeffekt wirklich dann so sinnvoll ist. Ja? Und da muss man es halt auch irgendwie kritisch bewerten und hinterfragen. Ja? Und da gibt es halt auch irgendwie keinen so... Ne, Cookie-Cutter, genau so macht man es immer, sondern ne, wie das halt irgendwie bei allem ist, man muss sich halt fragen. Wir haben versucht, da irgendwie mal unterschiedliche Möglichkeiten darzustellen, aber es ist sicherlich nicht so, dass für jeden alles jetzt direkt, also für jeden alles anwendbar ist und schon gar nicht irgendwie direkt und ab Stunde 1. Das ist aber auch nicht die Aussage, sondern die Aussage ist eher, macht es euch bewusst, ne? Denkt darüber nach, als zusätzliche Qualitätseigenschaft bei der Softwareentwicklung. Guckt, was man da machen kann, was für euch in eurem Kontext da irgendwie zutreffend, sinnvoll ist. Und dann kann man vielleicht was machen. Und wie es Markus gesagt hat, wenn wir alle ein bisschen was machen, dann wird es irgendwie besser. Das ist doch ein super Schlusswort. Will ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich danke euch herzlich, dass ihr hier wart. Das finde ich ganz toll, dass ihr euch mit diesem Thema so auseinandersetzt. Zum einen als Produkt, das ihr nach außen bringt. Zum anderen auch quasi als Eigenanspruch an eure Softwareentwicklung. Das ist ganz toll. Ich wünsche euch dann noch ganz viel Erfolg für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank. Wir verpacken eure Kontaktdaten alle in die Shownotes, falls auf jeden Fall jemand damit andocken möchte. Und wünsche euch heute noch einen schönen Ausklang in die OOP-Restabend. Vielen Dank und nochmal danke für die Einladung. Ja, ne? Dankeschön. Danke. Ciao.